Sie sehen in dem kommenden Film, wie man die Gefühlsmonsterkarten zum Einstieg einer Mediation verwenden kann. Nehmen Sie bitte Platz. Ja, herzlich willkommen zu Ihrem ersten Mediationsgespräch. Sie wissen, es geht heute darum, dass wir uns so ein bisschen kennenlernen, dass ich höre, was Sie hierher bringt, was Ihre Gründe sind, was Ihre Gründe sind und Ihnen das Verfahren Mediation ein bisschen erkläre. Ehe wir das machen, möchte ich gerne wissen, wie es Ihnen im Moment in dieser Konfliktsituation geht. Frau Rothmann, ich gebe Ihnen jetzt einen Stapel Karten mit Gefühlsabbildungen. Bitte schauen Sie sich den durch und Sie haben da auch. Und nehmen Sie die Karten raus, bis zu 3 Karten, die zu Ihrer aktuellen Gefühlssituation passen. Und dann als zweite Aufgabe schauen Sie, Herr Müller, bitte, was Sie denken, wie sich Frau Rothmann fühlt in der Konfliktsituation und suchen dafür auch bis zu 3 Karten aus. Und die Karten, die Sie auswählen, legen Sie bitte umgekehrt auf den Tisch, also mit dem Deckblatt nach oben. Wir decken die erst später auf. Und Frau Rothmann, Sie auch, wenn Sie erstmal Ihre Karten gefunden haben, schauen Sie, was Sie denken, wie es Herrn Müller in der Konfliktsituation geht. So, dann würde ich Sie, Frau Rothmann, bitten, zuerst damit zu beginnen, was Sie für sich ausgewählt haben. Sind Sie soweit? Ja. Okay, ich lege das mal ein bisschen so, dass es auch Herr Müller sehen kann. Was bedeutet die Karte für Sie? Sagen Sie mal, was Sie dazu gebracht hat, die auszuwählen. Einfach da auf dem Boden liegen so ein bisschen und echt irgendwie verzweifelt sein und gar nicht mehr wissen, was ich machen soll. Und auf der anderen Seite ist da schon auch wirklich eine Wut. Das ist dann auch vielleicht, ja, das, Also Verzweiflung und Wut steckt beides da drin. Ja, eine Enttäuschung. Ich bin total enttäuscht. Ich frage Sie zu allen Karten. Ich möchte mir einfach nicht selber was dazu denken, sondern möchte gerne wissen, was Sie damit verbinden. Mit der zweiten und der dritten Karte noch. Da ist schon auch so eine Wut wirklich mit drin und da ist eher so dieses, also so auch irgendwie so ein bisschen so eine Hoffnungslosigkeit vielleicht, von schwarze Wolken am Himmel und ja, Ganz schwer. ja, eine Schwere. Und das hat dann auch wiederum damit zu tun, also so Bauchschmerzen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich war ja jetzt auch ganz viel krank, also mir geht es einfach wirklich nicht gut. Okay, danke schön erstmal soweit. Wir gehen später noch auf die Einzelheiten ein, jetzt erstmal so als Überblick. Welche Karten haben Sie für Herrn Müller gewählt? Wollen Sie die bitte hier auf die Seite hinlegen? Und vielleicht können Sie auch diese Karten erklären, damit Herr Müller weiß, was Sie empfinden, wie er sich im Moment fühlt. Naja, also ich meine, da irgendwie so sehr kritisierend und irgendwo auch
ein Stück wütend, aber eher so kontrolliert, nicht, also so von oben herab. So. Und das ist für mich auch hiermit verbunden so. Ich habe alles richtig gemacht. So erleben Sie ihn. Und ich bin schuld und das hier habe ich jetzt einfach noch ausgewählt, weil dann plötzlich nach 7 Jahren, wo ich die ganze Zeit unendlich viel Überstunden und so viel gearbeitet habe und so viel unterstütze, nach 7 Jahren plötzlich Kündigung kommt, weil ich krank geworden bin. Da kommt mir das wirklich wie ein Dämon, der da irgendwie... Okay, das heißt, es wurde schon eine Kündigung ausgesprochen und Sie sind jetzt hier, um zu schauen miteinander, ob sich da etwas klären lässt, weil Sie sagen, 7 Jahre viele Überstunden gemacht. Das heißt, da gab es auch eine Zeit, wo Sie gut zusammengearbeitet haben? Ja, viel, natürlich. Okay. Gut, Deswegen erstmal ist so das weit. auch so unverständlich für mich. Ja. Das ist auch die Verzweiflung, ne? Dass es eigentlich ganz anders gelaufen ist und jetzt so schlecht läuft. Herr Müller, Tja, das ist jetzt der überrascht, Eindruck ja. von Frau Rothmann. Sie sind überrascht. Jetzt legen Sie doch mal bitte die Karten hin, die Sie für sich gewählt haben. Ja. Okay, bitte sagen Sie auch was zu Ihren Karten. Also, ja, was soll ich da sagen? Also insgesamt finde ich es einfach, von Frau Rothmann einfach in der Lage fand ich sie einfach nicht mehr tragbar. Und wie ich mich gefühlt habe, ist natürlich ganz klar, ich habe einen enormen Ärger, mir den Urlaub letztendlich zu versauern, sich augenscheinlich krank zu melden, um ihren eigenen Kopf durchzusetzen. Das finde ich einfach eine Unverschämtheit und das geht auch nicht. Ich bin Geschäftsführer und habe eine enorme Verantwortung. Also das ist der Anlass, warum Sie hierher gekommen sind, warum Sie so wütend waren, dass etwas passiert ist zwischen Ihnen. Das habe ich jetzt noch nicht genau verstanden, kommen wir noch zu. Dass Ihr Urlaub verdorben war und deswegen ist dieser große Ärger und deswegen haben Sie auch die Kündigung ausgesprochen. Ja. Und Sie sind jetzt hier, weil der Betriebsrat gesagt hat, bitte klären Sie das. Genau, Das ich bin heißt, an den Betriebsrat herangetreten und der Betriebsrat hat dann vermittelt, diese Mediation dann durchzuführen und ich finde es auch insgesamt. Okay, also da ist auch der Wunsch, was zu klären, weil das auch für Sie sehr unverständlich ist. Ist das richtig? Ja. Okay, jetzt bitte noch die Karten, die Sie für Frau Rothmann gewählt haben. Wie Sie denken, wie es ihr geht. Ja. Ja. Dieses grüne Männchen, das steht dafür, dass sie schmollt und sagt mit mir nicht. Und diese schmollende Art, das ist, was ich nicht verstehen kann. Und ich glaube auch, dass sie sich versteckt hat. Und deswegen auch ein Stück weit diese Angst in der Mitte. Ja, und einfach eine gewisse Bitterheit, die ich so wahrgenommen habe darüber, dass dieser Urlaubsantrag nicht durchgekommen ist. Und dafür gab es ja gute Gründe. Okay, habe ich richtig verstanden, dass ein Urlaubsantrag von Frau Rothmann nicht durchgekommen ist und Sie denken, dass sie deswegen bitter ist und ärgerlich? Genau, ganz klar. Jetzt schauen wir einfach erstmal das Bild an, was da vor